Liebe Studierende, liebe Interessierte, ich möchte Ihnen heute kurz die zentralen Fragestellungen und Ergebnisse unseres Aufsatzes Efficiency in COVID-19 Vaccination Campaigns, a Comparison across Germany's Federal States erläutern. Der Aufsatz, eine gemeinsame Arbeit mit Daniel Herold, Phil Adrian Klotz und Jan Schäfer, wurde letzte Woche in Vaccines, einer internationalen Zeitschrift, veröffentlicht. Wir vergleichen dabei zum einen die Covid-19-Impfkampagne über die deutschen Bundesländer hinweg, zum anderen analysieren wir den Einfluss, den die Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne hatte. Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde zunächst nur in Impfzentren geimpft. Ab 5. April dieses Jahres haben auch niedergelassene Ärzte Impfungen durchgeführt. Der Ausgangspunkt unserer Überlegungen sind die beiden folgenden Diagramme. Das erste stellt den Verlauf der Impfungen sowie die Impfstofflieferungen für ganz Deutschland dar. Sie sehen, dass die blauen Balken von Beginn der Kampagne an Weihnachten, mit üblichen wöchentlichen Schwankungen stetig höher wurden. Es werden bis Mitte Mai pro Woche immer mehr Menschen geimpft. Gleichzeitig können Sie an den orangen Balken, den Impfstofflieferungen, auch die Herausforderungen der Impfkampagne ersehen. Die Lieferungen erfolgen zum Teil in unregelmäßigen Intervallen und die Volumina schwanken. Was Sie aber auch sehen, ist eine deutliche Zunahme der Liefermengen. Einzelne Lieferungen umfassten mehr als 4 Millionen Dosen. Das zweite Diagramm zeigt Ihnen den Impfstofflagerbestand in Deutschland. Sie sehen, dass dieser kontinuierlich anwuchs und im Mai kaum unter 4 Millionen Dosen, also 5% der Bevölkerung, fällt. Sie werden sich denken, wieso hält man einen so hohen Lagerbestand, wenn der Impfstoff doch knapp ist und gelagerter Impfstoff natürlich auch nichts zur Bekämpfung von Covid-19 beitragen kann. Aber es sollte Ihnen klar sein, dass Sie eine gewisse Lagerhaltung benötigen. Nur so können Sie einen halbwegs reibungslosen Ablauf der Impfkampagne sicherstellen. Zudem benötigen Sie auch Impfstoff für die zweite Impfung, die bei allen Impfstoffen mit Ausnahme des Johnson-&Johnson-Impfstoffs nötig ist. Wenn Sie jetzt in verantwortlicher Position und unsicher im Hinblick auf die zukünftigen Lieferungen sind, gehen Sie vielleicht lieber auf Nummer sicher und legen die zweite Dosis schon mal auf Lager, damit Sie jedenfalls die vorgegebenen Impfintervalle einhalten können. Das Ganze ist jedenfalls eine logistische Herausforderung und stellt ein komplexes Optimierungsproblem dar. Dieses Optimierungsproblem haben wir in unserem Aufsatz auch nicht gelöst. Wir haben uns stattdessen einfach die Lagerhaltung in den verschiedenen Bundesländern angesehen und diese verglichen. Wie Sie aus dem nächsten Diagramm sehen, gibt es doch erstaunliche Unterschiede über die Bundesländer hinweg. Diese Abbildung zeigt Ihnen, welcher Anteil der verfügbaren Impfdosen in einer Woche tatsächlich verimpft werden. Als verfügbar definieren wir hier den Lagerbestand der Vorwoche plus die Lieferungen der laufenden Woche. Sie können das alles auch um eine Woche verschieben oder nur den Lagerbestand ohne Lieferungen nehmen. Das Bild ist immer das gleiche. Sie sehen, dass manche Bundesländer, wie insbesondere die Hansestadt Bremen, deutlich mehr als 50% der verfügbaren Dosen verimpfen, teilweise sogar über 75%. Andere Länder, wie zum Beispiel das Saarland hier oder Niedersachsen hier, aber auch Bayern, kommen kaum jemals über 50%. Interessant ist an dieser Stelle noch der Blick auf Nordrhein-Westfalen, NW hier. Hier sehen Sie, dass zunächst auch relativ wenig verimpft wird, nämlich unter 50%, aber hier beobachten Sie einen Sprung nach oben. Dieser Sprung fällt zeitlich mit der Einbindung der Hausärzte in die Impfkampagne zusammen und deutet darauf hin, dass zumindest diese Einbeziehung der Impfkampagne in NRW einen Schub gegeben hat. Wir haben uns das Ganze dann noch genauer mit Hilfe einer DEA, einer Data Envelopment Analysis, angesehen. Die bestätigt den visuellen Eindruck. Hier in Table 3 sehen Sie die sogenannten Efficiency Scores. Der effizienteste Zustand ist ein Wert von 1 und wir haben das wöchentlich bestimmt für alle Wochen vom 27. Dezember bis zum 16. Mai. Und was Sie hier sehen ist erneut HB, die Hansestadt Bremen, hat überall die höchsten Werte. Das T steht für die Gesamtzahl der Impfungen, Total Vaccinations. 1S wäre die First Shots, die Erstimpfungen, 2S wären dann die vollständig Geimpften, die Zweitimpfungen. Also wie gesagt, Bremen hat immer den höchsten Wert und damit auch die höchste Effizienz. Jetzt mögen Sie sagen, gut, Bremen ist ein kleiner Stadtstaat, der ist doch nicht mit den großen Flächenländern vergleichbar. Um dafür zu kontrollieren, sind wir im
einem nächsten Schritt von dieser CRS, Constant Returns to Scale, konstante Skalenerträge, abgegangen und haben variable Returns to Scale unterstellt. Auch hier sehen Sie, dass hier Bremen führend ist. Interessant ist an dieser Stelle allerdings die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist hier dann überall an der zweiten Stelle und weist eine ähnlich gute Performance dann auf in allen Dimensionen. Sie werden sich nun denken, das ist ja gut und schön, aber was heißt das konkret für die Impfkampagne und die Zahl der Impfungen? Um das darzustellen, haben wir ein sogenanntes kontrafaktisches Szenario gerechnet. Wir haben schlicht unterstellt, dass alle Bundesländer genau die gleiche Lagerhaltung betreiben, wie das Bremen bzw. NRW machen. Die Ergebnisse sehen Sie in Table 5. Im Durchschnitt hätten in Deutschland am Ende unserer Beobachtungsperiode Ende Mai 6,85%, das ist der Wert, den Sie hier unten sehen, 6,85% mehr Menschen geimpft sein können, wenn alle Bundesländer den gleichen Prozentsatz ihrer Lagerbestände jeweils verimpft hätten wie Bremen. Das sind immerhin 3,3% der deutschen Bevölkerung. Selbst wenn man mit dem Muster in Nordrhein-Westfalen vergleicht, sehen Sie, dass 3,44% mehr Menschen geimpft sein könnten. Das ist immerhin ein Anteil von 1,65% der Bevölkerung. Und Sie sehen hier auch deutliche Schwankungen. Zum Beispiel Brandenburg hätten sie eine sehr drastische Erhöhung der Impfzahlen erreichen können. In einem zweiten Schritt wollten wir dann noch wissen, ob die Einbeziehung der Hausärzte eine Rolle in der Impfkampagne gespielt hat. Das haben Sie ja hier vorher schon gesehen mit diesem Sprung bei Nordrhein-Westfalen. Prinzipiell sind hier aber alle möglichen Ergebnisse denkbar. Einerseits könnte es sein, dass sich gar nichts ändert. Zum Beispiel könnte jede Impfung mehr durch einen Hausarzt zu einer Impfung weniger in den Impfzentren führen. Es wäre sogar möglich, dass die Logistik noch komplizierter wird und wir sogar einen Rückgang des Impftempos sehen, mit noch mehr Lagerhaltung. Wir finden allerdings, und das hat sich schon in diesem Bild für NRW angezeichnet, dass die Einbeziehung der Hausärzte eine deutlich positive Wirkung hatte, in dem Sinn, dass die Lagerhaltung im Zeitraum nach dem 5. April deutlich abnimmt. Das sehen Sie hier in unserer fixen Effekten-Pendler-Regressionsschätzung. Die zeigt, dass die entsprechende Dummy-Variable für den Zeitraum nach dem 5. April signifikant ist. Der Koeffizient von 0,115 bedeutet hier, dass in den Wochen nach der Einbeziehung der Hausärztinnen und Hausärzte 11,5 Dosen mehr pro 100 verfügbaren Dosen verimpft wurden. Wir können an dieser Stelle nichts über den genauen Wirkungszusammenhang sagen. Vielleicht hat Konkurrenz das Geschäft belebt und auch die Impfzentren haben sich umgestellt und effizienter geimpft. Vielleicht hat man einfach im Zeitablauf gelernt und der Effekt fällt zeitlich zufällig mit der Einbeziehung der Ärztinnen und Ärzte zusammen. Wie Sie an den überfrachteten Regressionsoutputs auf den nächsten Seiten hier sehen, haben wir alle möglichen Robustheitschecks durchgeführt, die alle dieses Ergebnis bestätigen. Der Tabelle der letzten hier, die ich jetzt aufgezeigt habe, können Sie aber auch noch ein weiteres Ergebnis entnehmen, nämlich, dass dieser Effekt nicht für alle Bundesländer zum Tragen kommt. Klar ist zum Beispiel, wenn Sie Nordrhein-Westfalen sehen, da haben Sie einen sogenannten Strukturbruch, da wird es deutlich positiv nach dem 5. April. Aber es gibt auch Bundesländer wie zum Beispiel Hessen oder Niedersachsen oder in Bayern ist es nur schwach positiv, wo Sie eben kaum einen Effekt sehen. Jetzt werden Sie sich denken, ja, ist ja schön, Professor Götz, dass wir das jetzt wissen, aber was hilft uns das heute, wo die Knappheit des Impfstoffes nicht mehr das zentrale Problem ist, sondern wir eher eine Diskussion um Impfmüdigkeit, vielleicht sogar Impfpflicht führen müssen? Wenn Sie sich das Impfquotenmonitoring des RKI ansehen, dann erkennen Sie, dass die von uns identifizierten Muster erstaunlich stabil über die Zeit sind. Die Excel-Datei, die ich Ihnen hier aufgelegt habe, die Impfquoten bis einschließlich 13.07., also letzte Woche darstellen, diese Excel-Datei zeigt Ihnen, dass Bremen nach wie vor deutlich führend im Bereich der Impfquote der mindestens einmal Geimpften ist. Wir sind hier
bei 68,1%. Das ist fast 10 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. Noch beeindruckender ist die Zahl hier von 91,5% der über 60-Jährigen, die bereits mindestens einmal geimpft sind, und 75,4%, also 3/4 der über 60-Jährigen sind gar zweimal geimpft. Dies zeigt, dass Bremen offensichtlich nicht nur schnell, sondern auch die richtigen Personen, nämlich die vulnerablen Gruppen, impft. Auch NRW, das wir auch vorher hatten, schneidet gut ab und ist im Hinblick auf die Zweitimpfungen bei über 60-Jährigen sogar noch leicht besser als Bremen. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wie macht Bremen das? Da können wir an dieser Stelle nur auf anekdotische Evidenz verweisen. Bremen hat schon sehr früh einen speziellen Weg beschritten, wie die Ärztezeitung das bezeichnet. Die Krankenkassen haben die Einladungen an Risikogruppen erstellt. Auffällig ist auch die Initiative Bremen impft, bei der privatwirtschaftliche Unternehmen die Impfkampagne des Landes unterstützen. Und zu guter Letzt gibt es in Bremen auch ein Impfmobil, das Impfungen in den Stadtteilen und in Einkaufszentren anbietet. Ähnliches hat man ja auch schon sehr früh aus Nordrhein-Westfalen gehört. Denken Sie an den Impfbus in Köln. Damit bin ich beinahe am Ende angelangt. Sie haben gesehen, es gibt Unterschiede in der Effizienz der Impfkampagne über die Bundesländer hinweg. Wir haben versucht, die Länder zu identifizieren, die als Beispiele für die sogenannte Best Practice dienen können. Bevor man von politischer Seite Forderungen nach Impfpflicht und so weiter ins Gespräch bringt, sollte man sich vielleicht einfach nur an den Bundesländern ein Beispiel nehmen, die das offenkundig durch gute Organisation und Motivation erreichen. Aber bevor ich mich hier weiter in die Niederungen der Politik begebe, möchte ich enden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und denken Sie daran, Impfstoff ist nicht mehr knapp. Lassen Sie sich impfen. Ich will Sie im Wintersemester wieder im Hörsaal sehen. Alles Gute!